Ihr habt ja jetzt auch mittlerweile einen Online-Shop. Was waren so, oder auch bei der Biokiste, der Schritt, dass das digitaler wird, dass die Kunden das selber mehr managen können? Was waren da Herausforderungen auf dem Weg? Ähm, ja, also das ist im Endeffekt das ähnliche Spiel, was viel durchmachen, wenn man mal den Schritt in die digitale Welt startet. Also es war 2016, wo der Online-Shop eröffnet worden ist. Es hat vorher schon eine Webseite gegeben mit einem Bestellformular quasi, aber es war jetzt noch kein Online-Shop in dem Sinne. Und es war wahrscheinlich, also wir waren sicher nicht die Ersten, die einen Online-Shop gehabt haben, aber trotzdem insofern, als dass es kein klassischer Online-Shop ist, ja, wo man jetzt aufgeht und sagt, hey, hallo, ich bin Andreas Achleitner, ich hätte jetzt gerne ein bisschen ein frisches Gemüse und ein Obst und eine Milch dazu und ein Brot und bringt mir das einmal, so funktioniert das Ganze nicht. Ja. Das Ganze ist ja eigentlich ein Abo-System, Ja. wobei wir auch sagen müssen, da gibt es schon große Flexibilität, man kann sich einen Bestellintervall selbst festlegen, man kann sich die Kiste ziemlich individuell zusammenstellen, aber nichtsdestotrotz, das war natürlich eine gewisse Herausforderung, dass dadurch, dass die Leute viel mehr Individualität gehabt haben, Möglichkeit gehabt haben, dass sie selber was bestimmen, was da drinnen ist, dass man natürlich die Planbarkeit dahinter dann auch ein bisschen anpassen müssen. Ja, weil vorher haben wir die Kiste fixfertig definiert gehabt, haben wir gesagt, der Kind es entweder jede Woche oder alle 2 Wochen haben. Ja, und das war es mehr oder weniger schon. Ja. Und jetzt ist es ja mittlerweile so, dass du sagen kannst, hey, es gibt gewisse Produkte, die vertrage ich vielleicht nicht, die mich nicht gänzlich ausschließen. Man kann also man kriegt ein paar Tage Bescheid vorher, was reinkommt in die Kiste und dann kann ich sagen, hey, diese Woche hätte ich gern, keine Ahnung, zum Beispiel keinen Salat drin, weil der wächst bei mir gerade im Garten im Hochbeet, aber da hat man stattdessen ein paar mehr Erdäpfel. Ja, und man kann eigentlich generell seinen gesamten Wocheneinkauf sich zuliefern lassen. Ja, also wirklich so von natürlich Obst und Gemüse, aber auch Milchprodukte, Brot, Nudeln, alle möglichen Tees, Kräuter, Gewürze, also wirklich das, was man sonst da einkaufen würde, bis hin zu Wurst, Fleisch und Käse sogar. Genau. Da hat sich extrem viel weiterentwickelt, eigentlich die letzten 10 Jahre. Ich bestelle schon sehr lange die Biokiste, also ich habe das auch mitverfolgt und es ist wirklich für den Kunden, der das selber bearbeiten kann, relativ kurzfristig eigentlich auch noch. Und wie ihr das dann auch abwickeln müsst. Ich meine, wenn da wer das komplett austauscht oder noch dazu, das ist ja ein sehr logistischer Aufwand, dass das alles auch dann richtig ankommt und in der Kiste so drinnen ist, wie es sich der Kunde auch wünscht. Genau, also im Hintergrund liegt wieder ein sehr ausgefeiltes Warenwirtschaftssystem, ist klar, ohne dem geht's nicht. Es klingt in der Theorie recht einfach, oder Bestellung, die kommt so an. Unten gibt es wenn der das backt, und dann tut man das verpacken und dann wird das wieder ausgeliefert. Aber es liegt ja da viel, viel mehr dahinter. Ja, das startet ja schon bei der Anbauplanung mit den Partnern, mit den Lieferanten, ja, wo wir auf Basis der Daten aus den Vorjahren ja relativ genau wissen, welche Mengen das man zu einer jeweiligen Jahreszeit von welchen Produkten brauchen wird. Ja. Dann geht man natürlich auch nach den Jahreszeiten, sprich man schaut, dass man natürlich so saisonal wie möglich plant, ja, auch so regional wie möglich oder wie gewünscht auch vom Kunden, aber vor allem saisonal. Ja, und dementsprechend schaut man dann einfach auf die Vorjahre, wie sich manche Produkte auch verhalten. Ja. Und das ist sicher auch so ein bisschen das Spannende da dahinter ist aus Datensicht, dass man da sehr, sehr viel damit richtig machen kann, aber auch viel falsch machen kann, wenn man falsch plant. Ja. Und diese Verwertung der Vorjahresdaten ist da sehr interessant. Damit das vielleicht ein bisschen greifbarer ist, gebe ich nochmal ein direktes Beispiel und vielleicht greife ich jetzt die eine oder andere Frage vorweg, aber ist egal. Wir wissen zum Beispiel, in der eigenen Landwirtschaft produzieren wir, nehmen wir irgendein Produkt, nehmen wir einen Fenchel her, den liebt meine Tochter zum Beispiel. Wir wissen aber, dass viele andere von unseren Kundinnen und Kunden den Fenchel nicht so leibend finden, vor allem wenn er mehrere Wochen hintereinander drinnen ist. Ja. Jetzt wissen wir, wenn wir einen Fenchel voll einplanen, dann brauchen wir mal, sagen wir Hausnummer, 5000 Stück Fenchel. Ja. Wir wissen, nicht jeder mag einen Fenchel, es sind einmal 1000 Leute, die den von vorhin ausschließen. Ja, wissen wir aus den Vorjahren. Und sagen wir, okay, passt, obwohl wir 5000 planen, kauft der Einkauf nur 4000 Stück ein. Ja, und das planen wir also mit den Bauern, weil wir schon wissen, dass das weniger wird. Ja. Jetzt ist es so,
wenn wir die erste Woche ein Fenchel einplanen, ja, weil er frisch da ist, dann freien sich der Großteil neuer. Die nächste Woche dann sind es dann vielleicht nur mehr 3.500 Stück, die drinnen bleiben, weil es Leute gibt, ist 2 Wochen dran, dann mag ich kein Fenchel nicht. Ja. Sollte man dann eine dritte Woche einplanen, dann geht das vielleicht nur mehr zurück auf 3.000. Und diese Erfahrungswerte, die wir da machen, die ermöglichen uns das Planen sehr, sehr, sehr genau. Sprich, wir haben auch nicht nur einen wirtschaftlichen Mehrwert, sondern auch einen ökologischen Mehrwert dadurch, weil wir viel, viel weniger Lebensmittel dann wegwerfen müssen. Ja, sprich, am Feld können wir schon genau das planen, so wie es tatsächlich auch dann vom Kunden gekauft wird. Und natürlich auch im Packprozess und bis zu Hause habt ihr dann wirklich das, was ihr unbedingt braucht. Und da sind Daten natürlich extrem wichtig, dass man die richtig auswertet, richtig interpretiert und dementsprechend auch richtig die Handlungen setzt auf Basis von dem. Gibt es Bereiche, wo du sagst, weil dort, vor allem auch jetzt mit mehr künstlicher Intelligenz, mit mehr Automatisierung, würden Sie die Prozesse noch mehr unterstützen lassen durch Daten, durch Automatisierung, wo es noch Bedarf gibt, wo du sagst, okay, da möchten wir uns entwickeln in Zukunft? Da gibt es sicher einige Bereiche. Und der erste, den habe ich jetzt schon genannt, mit der ganzen Mengenplanung, ja, dass man einfach den Bestellprozess nur präziser schafft, auf Basis der Vielzahl an Daten, die da ist, historisch ja mit saisonalen Schwankungen, mit, keine Ahnung, Feiertagen, die es vielleicht geben kann, ja, mit Sortimentsschwankungen, vielleicht dann sogar noch Trends einbauen. Also das ist sicher sehr, sehr, sehr spannend. Das ist das, was ein bisschen im Hintergrund ist. Zum anderen kann man natürlich diesen Mehrwert auch den Kunden im Vordergrund ein bisschen weitergeben, ja, dass man der Kundin oder dem Kunden schon dementsprechend Bestellvorschläge vorbereitet oder auch Informationen gibt, warum ist es gescheit, dass man mehr von den Tomaten zum Beispiel im Sommer essen, wenn es in Österreich wächst, und vielleicht ein bisschen weniger im Winter. Ja. Gibt es viele, viele Möglichkeiten jetzt in dem Bereich. Wo kann man es dann nur gut verwenden? Natürlich alles, was jetzt ein bisschen Marketing anbelangt. Ja, also wir filmen unseren Content schon noch selbst, wir machen schon noch unsere eigenen Bilder, wir schreiben schon noch unsere eigenen Texte, aber natürlich kann da die KI helfen, da den letzten Feinschliff zu verpassen. Sprich, im Korrekturlesen, bei der Bildbearbeitung gibt es da schon gute Features zur Unterstützung und so weiter und so fort. Also wir wollen das schon möglichst echt machen, aber die kosmetische Arbeit im Hintergrund, die sonst viel menschliches Feintuning braucht sozusagen, das kann natürlich die Maschinen dann wesentlich besser mit dem gleichen Ergebnis am Ende. Also es sind immer echte, authentische Bilder, Videos, Informationen, aber dementsprechend der Feinschliff im Hintergrund passiert dann mit dem, genau. Und zu guter Letzt vielleicht noch ein kurzer Blick in die Landwirtschaft. Da tut es ja auch sehr, sehr viel Spannendes, wo auch tatsächlich bei uns sogar schon künstliche Intelligenz im Einsatz ist. Wir haben zum Beispiel einen Hackroboter im Einsatz. Also das ist kein Roboter, der jetzt selbst fährt, sondern hinter dem Traktor ist. Und man kann sich das so vorstellen, wenn wir jetzt angenommen, wir bauen einen Salat an, ja, dann willst du, dass möglichst viel vom Salat wächst, möglichst viel von den Beikräutern, wie man sagt. Ja, und die Beikräuter, die werden nicht irgendwie entfernt. Bisher ist das mit wirklich mühevoller Handarbeit passiert, ja, sprich, die Arbeiter haben das entweder ausgezupft oder eben mit einer Handhacke, also einem Heil, wie man in Oberösterreich sagt, haben sie das dann ausgerissen. Ja, und das kann aber dieser Hackroboter viel besser. Der erkennt dann die KI, also die wird dann trainiert, ja, die wird dann übers Feld geschickt und der weiß dann genau, so schaut der Salat aus, ja, und das ist das Beikraut oder das Unkraut, das gehört weg. Und dann weiß er genau, wenn er durchfährt, dann macht er die Messer auf, wenn der Salat da ist, und macht es wieder zu, wenn das Beikraut ist, und das purzelt er halt dann. Genau, damit es dann abstirbt. Das ist auch ein Anwendungsbeispiel in der Landwirtschaft. Da gibt es noch viel, viel weitere Sachen, auch in der Sortierung, wo man dann was machen kann mit automatischer Bilderkennung, im Anbau rein theoretisch auch schon. Also da gibt es viele Beispiele, wo wir jetzt gerade ein bisschen erst im Start sind, was das anbelangt, was sowie einen ökologischen als auch einen ökonomischen Mehrwert natürlich hat. Genau. Ja, das ist jetzt super, wenn man da diese vielen manuellen Arbeiten, die immer wiederkehrend sind, wenn man sich dafür einfach Unterstützung durch den Fortschritt der Technologie auch holen kann und das nutzen kann. Genau.